Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Kupferminenaktien an. 5 Stück habe ich euch heute mitgebracht und wir werden uns damit befassen, welche ich am spannendsten finde, welche vom Chart her gut aussehen, aber auch welche Aktien fundamental wirklich gute Unternehmen sind. Das werden wir uns in diesem Video mal genauer anschauen und natürlich auch die Thematik, ja, dass Kupfer einer der wichtigsten Rohstoffe in den nächsten Jahren sein wird. Gerade das Thema Elektrifizierung, Rechenzentren, ja, dafür braucht man Kabel, dafür braucht man auch Kupferkabel und das wird natürlich ein großer Treiber für die Nachfrage sein. Und hier gibt es auch spannende Entwicklungen, gerade auf einen Hinblick auf ein Angebotsdefizit, was natürlich extrem bullisch für einen steigenden Kupferpreis ist. Das schauen wir uns alles gleich in den nächsten Minuten an. Doch bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt, noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, bevor wir reingehen, möchte ich euch die Thematik vorstellen, die eben von verschiedenster Seite geschätzt wird. Und zwar, dass wir so im Bereich von 2030, 35 eine wirkliche, fast schon, ja, man kann schon sagen, Kupferkrise eventuell sehen könnten, weil eben die Nachfrage so viel höher ist als das Angebot, was auf dem Markt herrscht. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gab es einen Minenengpass bzw. einen Investitionsstau, dadurch, dass Kupfer sich nicht so gut bewegt hat in den letzten Jahren, eher mehr oder weniger unter sehr, sehr volatilen Schwankungen seitwärts gelaufen ist, sind die Mineninvestitionen hier deutlich zurückgegangen. Und das ist natürlich kontraproduktiv im Sinne von, okay, wenn jetzt die Nachfrage deutlich zunimmt, ja, dass die Nachfrage hier deutlich steigt, kann diese Nachfrage eben nicht bedient werden und das kommt dann zum Angebotsdefizit und das mündet dann in steigenden Preisen. Und hier gibt es verschiedene Schätzungen. Ja, und ob es so kommt, das wird natürlich die Zukunft zeigen, aber die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir weiter steigende Kupferpreise sehen dürften. So, jetzt gehen wir mal rein in den Kupferpreis und hier habe ich euch den Chart mal mitgebracht. Wenn wir uns mal ganz den großen Chart anschauen, hier mal gehen wir in den Wochenchart, dann sehen wir es auch schon ganz gut. Dann sehen wir, die letzte Rallye, die wir hatten im Kupfer, war in den 2000er Jahren, wo auch viele andere Rohstoffe ja eine gute Rallye hingelegt hatten, wo wir auch wirklich sagen könnten, okay, das war so der letzte Superzyklus und tatsächlich wird auch aktuell viel diskutiert, beziehungsweise ist die Thematik, ob wir nicht wieder so einen Superzyklus bekommen könnten. Und ich sehe da tatsächlich die Chancen eigentlich gar nicht mal schlecht, weil wir eben jetzt eine ähnliche Situation haben wie damals. Wir haben auch eine steigende Nachfrage. Also ich denke, dass Kupfer hier entsprechend auch ganz gute Chancen hat, weiter zu steigen. Ob das jetzt in den nächsten 1-2 Jahren so parabolisch nach oben geht, wage ich vielleicht noch zu bezweifeln, eben weil dieses Angebotsdefizit, wovon wir gesprochen haben, eher so im Hinblick von 2030 ab da wurde so grob geschätzt. Natürlich, wenn die Nachfrage in den nächsten Jahren deutlich stärker zunimmt als geschätzt, kann es auch ein bisschen früher schon kommen und man weiß auch nicht, inwieweit die Produktionskapazitäten von den aktuellen Minen noch ausgeweitet werden können. Das sind so alles Faktoren, die natürlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage sind. Aber tendenziell stehen die Chancen ganz gut, dass wir hier im Kupfer auch weiter anhaltend hohe Preise sehen werden. Und davon profitieren natürlich die Minenaktien und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir fangen mit einem der größten Kupferproduzenten, der auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen in den Schlagzeilen war wegen einem Minenunglück. Ja, da sind einige Bergleute verschüttet worden und dabei auch ums Leben gekommen leider. Die Mine wurde daraufhin geschlossen, ist aber jetzt auch wieder in Betrieb und deswegen hat sich der Aktienkurs auch so gut erholt. Ja, Freeport-McMoRan ist so die Standardaktie, wenn man so an Kupferminenaktien denkt. Aber ähnlich wie First Majestic ist es tatsächlich nicht, First Majestic Silver im Silberbereich ist Freeport-McMoRan nicht gerade mein Favorit, was Kupfer angeht. Da bin ich eher bei anderen Aktien. Und wenn man sich so die Fundamentaldaten anschaut, dann ist es kein schlechtes Unternehmen, sicherlich, klar. Wir haben stabile Bruttomargen von knapp 30% und 10% Nettogewinnmarge. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber es gibt eben Unternehmen, die ein bisschen besser performen und auch gerade was die Thematik Dividende, die schauen wir uns auch an. Das ist ja bei den Minenaktien auch ein relevantes Stichpunkt, um es mal so zu nennen. Ja, werden wir auch gleich noch einen Blick drauf werfen, aber wie gesagt, Freeport-McMoRan ist nicht schlecht, aber wir haben auch hier schon bei der Aktie schon bessere Zeiten gesehen, 2002 und deswegen würde ich sagen, die Aktie ist sicherlich ein Basisinvestment,
aber wenn man jetzt hier nicht nur eine Aktie auswählen würde, würde ich vielleicht nicht unbedingt Freeport-McMoRan wählen. So, gucken wir uns mal hier die Bewertung an, und die Bewertung ist eigentlich ja, mehr oder weniger im Durchschnitt, genau im Durchschnitt von den letzten Jahren, wenn wir uns das mal so heranziehen. Ein KUV von 2,5, ja, in der Spitze waren wir auch schon ein bisschen höher, da waren wir bei KUVs über 3, und tatsächlich, wenn der Kupferpreis ansteigen sollte, jetzt in den nächsten Monaten und Wochen, also kontinuierlich, glaube ich auch, dass wir wieder hier diese oberen Bewertungsniveaus durchaus erreichen könnten. Also das sind schon so 20-30% in 2026. Hängt natürlich stark vom Kupferpreis ab, aber grundsätzlich ist es Freeport-McMoRan nicht zu teuer, allerdings auch nicht schreiend günstig, wo ich sagen würde, okay, ja, da muss man jetzt unbedingt sofort rein, um nichts zu verpassen. Vom KGV her ist natürlich auch ein wichtiger, relevanter Faktor, weil darauf die Börse sehr stark schaut. Ja. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei Freeport-McMoRan aktuell bei 31 ja, Punkten. Und hier sind wir, was die letzten 1-2 Jahre angeht, tatsächlich auch in einem erhöhten Durchschnitt. Ja. Das heißt, die Aktie ist mehr oder weniger da, wo sie auch sonst normalerweise in den letzten 1-2 Jahren gehandelt wurde, aber sie kommt auch schon von deutlich tieferen Niveaus. Dadurch, dass das KGV angestiegen ist, hat wahrscheinlich auch oder ist sicherlich auch ein Grund, weil die Profitabilität so etwas zurückgegangen ist. Klar, wenn die Nettogewinne zurückgehen, dann steigt auch das KGV, auch wenn der Kurs hier im Chart, ihr seht, seitwärts läuft. Deswegen würde ich sagen, okay, Freeport-McMoRan ist erstmal in so einem Korridor gefangen. Das sehen wir auch im Chart ganz gut. Hier auf der Oberseite haben wir definitiv hier diese Marke von um die 52 US-Dollar, die es nach oben gilt zu durchbrechen. Und dann haben wir natürlich auch das Allzeithoch, was hier so bei ungefähr, ja, sagen wir mal 60 Dollar liegt. Sollten wir da drüber steigen, dann können die Aktien natürlich nochmal einen Schub nach oben bekommen, aber da sind wir noch ein bisschen entfernt, und Freeport-McMoRan muss erst so ein bisschen mehr Momentum in den Kurs kriegen, dass wir hier eine deutliche Aufwärtsbewegung sehen dürften. Andere Kupferminenaktien sehen dann tatsächlich ein bisschen besser aus. Wir schauen uns hier noch die Dividende ganz kurz an. Aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 1,3%. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und ihr seht auch, ja, in guten Jahren wurde die Dividende auch angehoben. Das ist normal für Minenaktien. Und auch wenn der Kupferpreis weiter steigen sollte, denke ich, dass hier auch mit Dividendensteigerungen weiter zu rechnen ist. So, jetzt schauen wir uns mal die nächste Kupfermine-Aktie an, die mir auch sehr gut gefällt und tatsächlich eigentlich so mit mein Top-Favorit ist. Und wenn ihr hier auf die Fundamentalkennzahlen schon drauf schaut, dann seht ihr eigentlich schon sehr schön ausgefüllte ja, Flächen, und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn Southern Copper ist tatsächlich, was die Fundamentalkennzahlen angeht, entsprechend auch besser aufgestellt. Wir haben eine deutlich höhere Bruttomarge. Im Prinzip kann man fast schon sagen, ist Southern Copper doppelt so gut aufgestellt, was die Fundamentalkennzahlen angeht, wie es Freeport-McMoRan. Wir haben eine Bruttomarge von knapp 50 oder über 50%. Nettogewinnmarge liegt jetzt bei knapp 33%, und auch die freien Cashflows sind kontinuierlich ansteigend im Gegensatz zu Freeport-McMoRan, wo wir eine Abflachung gesehen haben auf stabilem Niveau, aber eben niedriger als noch in den letzten Jahren. Und das unterstreicht hier, dass Southern Copper einfach sehr, sehr gut wirtschaftet, dass es ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen ist. Man hat auch sehr geringe Förderkosten tatsächlich, und das schlägt sich halt eben auch in diesen Fundamentalkennzahlen nieder. So, jetzt gucken wir uns hier auch mal die Bewertung an, und da sehen wir schon diesen signifikanten Unterschied. Im Gegensatz zu Freeport-McMoRan ist Southern Copper nämlich tatsächlich ein bisschen teurer bewertet. Das liegt sicherlich an den guten Finanzkennzahlen, klar. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein KUV von 9, also hier ist auch schon einiges Gutes eingepreist, muss man an der Stelle sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie läuft, hat hier ein neues Hoch gemacht, ein neues Allzeithoch tatsächlich. Und der Aufwärtstrend ist intakt, und es sieht tatsächlich auch so aus, als würde der nicht oder erstmal nicht stoppen. Gucken wir uns das KGV an, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als das KGV. Da sehen wir, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Luft. Ja, da ist eben da zeigt sich die Stärke von Southern Copper, dass man eben sehr profitabel arbeitet, und dadurch hat man hier auf das KGV noch etwas Luft zur Allzeithochbewertung. Ja, also wenn man wirklich teuer ist, dann hat die Aktie ein KGV von knapp 40 gehabt. Aktuell haben wir ein KGV von 30, das heißt hier auch ein Kurspotenzial von 30%. Sehe ich hier auch, obwohl die Aktie tatsächlich noch schon so gut gelaufen ist. Günstig wäre die Aktie eher so, sagen wir mal, alles, was unter KGV 20 ist, aber da sind wir noch weit entfernt, und ich glaube auch nicht, dass die Aktie da erstmal hinkommen wird.
So, auch ein wichtiges Thema hier natürlich bei Southern Copper ist das Thema der Dividende. Die schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Da sehen wir ein bisschen bessere Dividendenrendite, 2,2%. Und auch hier sieht man sehr, sehr volatil erstmal die Dividende, klar. Aber dieses Unternehmen scheut sich auch nicht, die Dividende mal ordentlich anzuheben. Letzten 2024 gab es $2 je Aktie, im Jahr 2023 knapp $4 je Aktie. Also schwankt schon sehr stark. Und so wie sich der Kupferpreis aktuell entwickelt mit steigenden Kursen, denke ich, dass wir hier auch in dieses Niveau von der Dividende durchaus relativ schnell auch wieder zurückkommen sollten. Und dann ist natürlich, wenn man die Aktie sich jetzt ins Depot legt, dann hat man, wenn man jetzt 4 Euro die Dividende bekommen würde, hätte man eben auch eine doppelt so hohe Dividendenrendite bezogen auf die letzten 12 Monate. So, gehen wir mal in die nächste Aktie rein. Das ist Antofagasta. Das kennen vielleicht nicht alle von euch. Ja, das ist auch eine Kupferminenaktie tatsächlich. Und eine der wenigen Aktien, die sich hauptsächlich auf Kupfer fokussieren, so wie Southern Copper, Freeport-McMoRan. Aber auch die nächsten beiden Aktien, die ich euch mitgebracht habe. Und hier sehen wir eigentlich vom Chart her auch ein sehr, sehr positives Bild. Wir haben auch hier den Ausbruch nach oben, ein neues Allzeithoch gemacht. Das heißt, wir haben ein ähnliches Chartbild wie bei Southern Copper eigentlich. Und da würde ich auch sagen, okay, der Aufwärtstrend sieht gut aus. Die Bewertung ist tatsächlich ein bisschen teurer, wo ich sagen würde, okay, da würde ich dann vielleicht doch tatsächlich, ja, vielleicht ein Southern Copper etwas bevorzugen, eben weil wir hier ein bisschen eine günstigere Bewertung haben. Hier bei Antofagasta haben wir ein KGV von 35, ja, also 5 Punkte höher als es bei Southern Copper aktuell. Und die Dividende im Vergleich dazu ist auch ein bisschen geringer. Hier haben wir nur eine Dividendenrendite von 1%. Aber nichtsdestotrotz auch hier sehr schöne Dividendensteigerung, wenn es besonders gut läuft. Das heißt, Dividendenpolitik ist hier auch sehr anlegerfreundlich. Und das ist natürlich sehr gut in diesen aktuellen Zeiten und für alle, die auf Dividende aus sind. So, gehen wir mal zu First Quantum Minerals, auch eine Aktie, die sich auf Kupfer spezialisiert. Und da haben wir so ein bisschen so eine kleine Turnaround-Story, wenn ich es so nennen möchte. Hier sehen wir schon bei den Fundamentalkennzahlen eine sehr, sehr schwankende Profitabilität. Gerade die Nettogewinnmarge ist eigentlich das, was wir gar nicht sehen wollen bei einer Aktie. Abnehmend und vor allem jetzt auch negativ geworden. Aber was heraussticht, ist eben der freie Cashflow und auch die Aktie scheint so sich nach oben zu bahnen und quasi dieses Allzeithoch zu testen. Also es würde mich nicht wundern tatsächlich, eben weil wir auch anhaltend hohe Kupferpreise haben, dass wir hier bei First Quantum Minerals auch entsprechend hier demnächst dann die 44 kanadischen Dollar sehen dürften. Und wenn eben auch die Quartalszahlen dann stimmen, die kommen dann am 17. Februar, dann sehe ich auch ganz gute Chancen, dass wir hier eventuell ausbrechen könnten. Generell natürlich, wenn der Kupferpreis anhaltend hoch ist, dann dürfte natürlich nicht nur First Quantum Minerals profitieren, sondern eben auch die ganzen anderen Kupferminenaktien. Natürlich darf man nicht unterschätzen, jedes Unternehmen hat seine eigenen Unternehmensrisiken. Je nachdem, wo man die Minen betreibt, gibt es unterschiedliche Risikoprofile. Und da kann natürlich die ein oder andere Aktie auch mal so ein bisschen abweichen. Aber grundlegend sollte die fundamentale Basis sehr, sehr positiv sein, dass wir auch gute Quartalszahlen dann im Februar bekommen dürften. Also hier so ein bisschen so ein kleiner Turnaround, um es mal so zu nennen. Wenn wir uns mal die Bewertung anschauen, hier das KUV ist schon sehr, sehr hoch. Also hier wird schon eingepreist, dass hier die Wende im Prinzip bei der Profitabilität eingeläutet wird. Das somit erkläre ich mir eigentlich diese hohe Bewertung von einem KUV von knapp 4. Normalerweise war die Aktie eigentlich halb so teuer bewertet. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen ein Ausrufezeichen und wo ich sagen würde, okay, das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich mir das so vor Augen führe, was haben wir denn nach oben an Chance? Das können wir uns hier mal kurz ausmessen. Das sind so knapp 30%, das ist jetzt auch nicht wenig. Aber wir haben natürlich auch schon eine relativ hohe Bewertung für die Aktie, wohlgemerkt, ja, also im Bezug auf die Historie. Und deswegen würde ich sagen, okay, man könnte hier auf dem aktuellen Niveau noch einsteigen, aber ich würde dann vielleicht doch vorerst Gewinne mitnehmen, dann bei 44 kanadischen Dollar, weil das durchaus ein Widerstand sein kann. Aber das muss jeder, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Das ist keine Anlageberatung. Und ja, das KGV, wie gesagt, ist ja extrem. Ja, also die Profitabilität war ja schlecht. Wir haben auch hier die schlechten Quartalszahlen gehabt. Wir haben eigentlich einen Gewinn geschätzt, aber ein Verlust kam am Ende raus. Und ja, warum das KGV tatsächlich jetzt positiv angezeigt ist,
macht TradingView manchmal leicht, aber das können wir jetzt leider nicht heranziehen zur Bewertung. Aber grundsätzlich natürlich First Quantum Minerals kann man mal auf die Watchlist packen für Kupferminenaktien allgemein. So, gucken wir uns eine sehr, sehr spannende Aktie an für alle, die China-Liebhaber sind und gerne in chinesische Aktien investieren. Und da sehen wir eine Aktie bzw. Fundamentalkennzahlen, die eigentlich mehr auf einen Tech-Konzern hindeuten würden als auf eine Kupfermine. Aber Zijin Mining Group, die kaufen aggressiv Kupferprojekte auf und machen das auch wirklich sehr, sehr gut. Anders kann ich mir diese sehr, sehr guten Fundamentalkennzahlen nicht erklären. Und gerade auch der freie Cashflow ist in den letzten Quartalen wirklich explodiert. Und China ist natürlich einer der größten Kupfernachfrager ohnehin. Das heißt, man ist im Heimatmarkt, wo man sehr, sehr gute Abnahme entsprechend erzielen kann. Und wir sehen auch, was auch sehr positiv ist, die Ausweitung der Bruttomarge. Die Bewertung ist natürlich angesichts einer chinesischen Aktie relativ hoch. Wir haben hier einen KUV von 2. Normalerweise, ihr seht, kommen wir von einem KUV von 1. Also die Aktie ist auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Aber das ist natürlich mit einem Bewertungsabschlag zu sehen. Ja, auch hier würde ich sagen, ist es jetzt von den Kennzahlen an sich keine so hohe Bewertung. Und ich würde auch sagen, dass der Trend durchaus noch weiter nach oben gehen kann. Und die Dividende ist auch signifikant, die werden wir uns auch gleich noch anschauen. Und wie gesagt, wenn das so weitergeht, dann würde ich auch sagen, kann man hier immer noch einsteigen. Aber es ist halt eine chinesische Aktie und das muss man sich bewusst sein, dass man eben so ein China-Risiko hat. Das heißt, je nachdem, wie sich politisch vielleicht die Fronten verhärten, man weiß ja nie, aktuell ist es entspannt, aber es kann auch mal durchaus schlagartig schlechter werden. So, das KGV. Das sehen wir, das ist hier aktuell so bei einem KGV von knapp 18. Die Aktie war schon mal ein bisschen teurer mit einem KGV von 22, aber ich glaube, die Profitabilität, wenn die so weiter steigt, dann ist es definitiv eine günstige Aktie tatsächlich, weil wenn man die Nettogewinnmarge ausweiten kann und dort Nettogewinnwachstum hat, dann ist ein KGV, was jetzt noch nicht auf Allzeithoch ist, sondern eher so, ich sag mal, im oberen Mittelfeld, dann eigentlich zu günstig und die Aktie hat dementsprechend auch noch deutlich Luft nach oben. Also hier eine sehr, sehr spannende Aktie für alle die, die China interessant finden als Aktien- und Anlagemarkt. Wir sehen auch hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung der Dividende und wir haben jetzt aktuell eine Dividendenrendite von 1,7%, also immer bezogen auf die letzten 12 Monate sind hier die Daten bei TradingView, aber das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und ja, als Fazit würde ich sagen, so die zwei Favoriten, die ich habe, sind ganz klar so von den Fundamentalkennzahlen, einmal Southern Copper und tatsächlich die chinesische Zijin Mining. Beide haben auch eine relativ gute Dividende und sind immer auch erpicht darauf, die Dividende zu erhöhen und profitieren natürlich dann auch überproportional von weiter steigenden Kupferpreisen. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen, so als kleines Weihnachtsgeschenk. Und natürlich ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Kupferminenaktien haltet. Lasst uns da gerne diskutieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.